Ich möchte euch heute was von Omnia vorstellen. Was das ist, werdet ihr gleich erfahren. Ihr müsst dranbleiben, das müsst ihr sehen, das müsst ihr sehen. Wir sehen uns gleich nach dem kleinen Intro. Herzlich willkommen und hallo zu 4 Reifen, ein Klo. Ich muss ja sagen, ich freue mich total. Ich freue mich total, denn es gibt was Neues von Omnia. Und etwas, was genial ist. Genial, genial, genial. Ihr kennt ja alle den tollen silbernen Omnia. Und jetzt gibt es den in schwarz. Das ist phänomenal. Der ist nämlich jetzt anti-haftbeschichtet. Den zeige ich euch. Ja. Das ist der anti-haftbeschichtete Omnia, beziehungsweise die anti-haftbeschichtete Backform von Omnia. Und ich muss sagen, ich bin schwerst begeistert. Ich bin wirklich schwerst begeistert. Ich habe es ausprobiert. Mega toll, mega toll. Ich meine, ich muss ja auch sagen, ich bin ja schon verwöhnt davon, ich habe die ja auch privat beschichten lassen. Oh, auch super toll. So, aber jetzt das Produkt direkt von Omnia zu haben, ist schon was anderes. So, ja, erstmal, klar, der ist schwarz, der ist anti-haftbeschichtet, das ist natürlich auch eine Keramikbeschichtung. Keramik hält natürlich ein bisschen besser und es ist auch PFD, was weiß ich, frei. Das ist dieses Kunststoffzeug, kennen wir alle unter Teflon. Ja, ist kein Teflon, ist wirklich eine Keramikbeschichtung. Die fühlt sich so mega glatt an. Es ist fantastisch, ist wirklich fantastisch. Ist natürlich auch Lebensmittel geeignet, hat Zertifikate erworben, muss man ja auch in Deutschland, in Europa, auf der ganzen Welt, auch in Amerika. Alle Zertifikate da, das heißt, es ist wirklich Lebensmittel geeignet und alles durch. Zudem hat Omnia die Form an sich eine andere Legierung gemacht, das heißt, damit die Keramikbeschichtung viel besser hält. Ihr werdet also kein Problem haben, die dürfte sich jetzt nicht ablösen. Ich kann zwar keinen Langzeittest vorweisen, aber ich kenne halt die private Beschichtete aus Keramik, die war auch schon immer super, super toll. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die schlechter ist. Das, was ich bis jetzt ausprobiert habe, das wird euch begeistern. Wirklich. Also es ist traumhaft, was jetzt passiert ist mit der Beschichtung. Und was Omnia noch gemacht hat, die haben ihr Logo drauf gemacht. Ja, da steht jetzt ganz groß in schick Omnia drauf. Ja, was ich eigentlich gut dabei finde, dass hier Omnia draufsteht, ich habe ja selber privat Beschichtete. Ich habe auch von verschiedenen Firmen Beschichtete. Und es ist natürlich jetzt spreche ich mal aus Sicht des Händlers, nicht mal aus der Sicht der Euphorin, sondern aus Sicht des Händlers. Es kann natürlich sein, dass irgendwann Omnias zurückgeschickt werden, weil Regressansprüche gestellt werden. Und so kann man natürlich prima erkennen, und auch Händler, die damit keine Erfahrung haben mit den Beschichtungen, dass es ein Produkt von Omnia ist oder ob es nicht ist. Denn die anderen Produkte haben ja nun mal kein Branding hier drauf. Ja, was jetzt aber noch ist, ihr bekommt das natürlich in so ein Päckchen rein. Ihr bekommt wirklich nur die Backform. Das heißt, ihr braucht tatsächlich den Deckel und das Unterteil. Und somit braucht ihr eigentlich einen Omnia, um die Beschichtung, das beschichtete Backteil zu benutzen. Ja, warum das so ist, kann ich euch nicht sagen. Hat der Hersteller halt so gemacht. Ich habe schon viele Anfragen gekriegt, warum, wieso, weshalb ist das so? Kann ich euch nicht sagen, müsst ihr euch an den Hersteller wenden. Es wird als Ergänzung halt angeboten, als Ergänzungsteil. Und bevor die Fragen kommen, es gibt nur die kleine Form, es gibt keine Maxi-Form. Ob eine Maxi-Form kommen wird, kann ich euch nicht sagen. Da bin ich wirklich überfragt. Ich bekomme die Anfragen zuhauf. Muss ich immer wieder darauf verweisen, weiß ich nicht, wenn, dann wendet euch an den Hersteller. Bis jetzt ist uns nichts zu Ohren gekommen. Wir sind froh, dass endlich der Kleine schon beschichtet da ist. In Keramik, wie gesagt. Ihr dürft auch keine spitzen Gegenstände verwenden und deswegen lege ich euch jetzt ganz nah ans Herz. Wir haben ja immer noch diese Dream Farm Löffel, die wirklich hier so toll reinpassen.
und auch am Rand und ähnliches. Es ist natürlich eine Gefahr, wenn ihr da mit spitzen Gegenständen reingeht. Wenn irgendwas in der Schublade rumfliegt, dann ist Mann, Frau, Kind, Freund, wer auch immer mitfährt, wer unterwegs dabei ist oder den Omnia benutzt, immer schnell dabei, irgendwas aus der Schublade zu holen. Und wenn da dann irgendwas Spitzes ist und man sieht es nicht, dann ist natürlich der Ärger groß, denn das kann natürlich eure Beschichtung zerstören. Natürlich darf auch diese Backform nicht in die Spülmaschine, bitte nur von Hand auswaschen, aber das ist auch kein Problem, weil wenn ihr damit fertig seid und das leer ist, dann braucht ihr nicht mehr als eigentlich ein Küchentuch. Das zeige ich euch gleich, denn wir haben da auch schon verschiedene Sachen drin gemacht. So, wie gesagt, den lege ich euch jetzt noch mal ganz speziell ans Herz. Ich habe schon immer gesagt, der ist super, nur hierfür ist der noch besser, wirklich, weil das geht total gut rein, ihr beschädigt nicht die Beschichtung und ihr könnt damit alles heilen lassen. Wie ist es jetzt mit dem Aufbackgitter? Ja, das zeige ich euch mal eben. Einen Moment. Ja, das Aufbackgitter stellt natürlich Probleme dar. Aufgrund dessen, weil ihr ja hier so spitze Ecken habt, kann es immer sein, dass euer Aufbackgitter die Beschichtung beschädigt. Deswegen habe ich auch immer sehr stark davon abgeraten, auch in der Vergangenheit, das bei den privaten Omnia Backformen, die ihr privat habt beschichten lassen, zu verwenden. Viele haben sich einen Schlauch drum gemacht. Das Thema Schlauch, da bin ich auch schon bei der zweiten Ebene drauf eingegangen. Davon rate ich total ab. Es gibt nämlich diese Schläuche, so Kunststoffschläuche, die sind dann aufgeschnitten worden und hier rumgelegt worden, beziehungsweise nur an den Ecken gelegt worden. Die sind für die Kaffeemaschine. Da bin ich auch mal explizit drauf eingegangen, als ich die zweite Ebene erklärt habe. Ich rate davon ab, weil die wirklich dabei nicht toll sind. Ich verlinke euch das Video nochmal, schaut da mal rein, was ich da genau mit meine. Was aber möglich ist, und diesen Tipp habe ich in unserer Facebook-Gruppe, da nochmal vielen Dank an die Sabine. Die hat nämlich gesagt, die hat in ihrem Haushalt nämlich alles beschichtet und sie nimmt dann Alufolie. Und dann nimmt sie sich hier sowas weg, faltet das so ein bisschen, schön glatt machen und legt das um diese Ecken. Ja, um diese Ecken. Das heißt, jetzt habt ihr auch keine spitzen Sachen mehr. Das könnt ihr natürlich alternativ machen. Vielleicht kommt ja der Hersteller noch auf die Idee und hat da eine Verbesserung für. Mir ist bis jetzt noch nichts eingefallen. Ich habe ja manchmal auch immer so nette Ideen, aber ich kann mir vorstellen, dass einiges nichts bringt, wie dieser Kunststoffschlauch. Der ist wirklich, der schmilzt nachher sogar, dieser Kunststoffschlauch. Deswegen rate ich davon ganz, ganz doll ab. Ja, also wenn ihr das so macht, dann habt ihr es wirklich nicht mehr spitz. Und dann könnt ihr das auch wieder reinlegen. Aber, da sage ich ganz stark dazu, das ist eure eigene Verantwortung. Das ist jetzt kein Tipp von wegen, die Bianca von Vierreiflein Klo hat gesagt, das können wir. Es ist nur ein Tipp, den ich einfach nur weitergebe und es ist eure eigene Entscheidung, ob ihr das wirklich so macht. Ja, oder ob ihr einen Schlauch nehmt oder so. Der Schlauch kann nämlich auch hier leicht anschmoren. Das hatte ich nämlich gehabt, deswegen rate ich davon ab. Ja, aber das ist ein Tipp, den kann ich weitergeben, den machen viele. Den könnte ich mir auch vorstellen, das funktioniert. Ja, wenn ihr das jetzt hier so reinlegt, ich lege das mal ganz vorsichtig rein. Ich lege es auch mal andersrum rein, weil dann ist das nicht so spitz. Dann habt ihr da wirklich keine spitzen Gegenstände mehr. Ja, das liegt auch sehr, sehr locker drin, muss ich sagen, das ganze Aufbackgitter, das sehr schön ist. Nicht, dass es zu stramm ist. Alternativ könnt ihr natürlich, wenn ihr die Brötchen aufbackt, die Silikonform wieder einlegen und dann das Aufbackgitter. Das geht natürlich auch. Ist überhaupt kein Ding. Brötchen habe ich jetzt hier drin noch nicht aufgebacken. Bei denen ich privat beschichtet lassen habe, da sind die Brötchen aber trotzdem dunkel geworden. Deswegen habe ich da auch weiterhin die Silikonform verwendet. Ja, jetzt zeige ich euch aber mal, was wir vorhin gemacht haben. Ach ja, wir haben ein Rezept gemacht mit ganz vielen Eiern. Nämlich eine Tortilla. Wo habe ich sie hier? Pass mal auf. So. Schaut mal. So. Das muss ich euch zeigen. Die ist jetzt abgekühlt ein bisschen. Ja.
Ihr seht, dass die wirklich, ich kann die sogar drehen. Ich kann die echt drehen. Und dann seht ihr auch, wie diese Beschichtung ist. Ja, da ist nichts mehr. Das ist einfach phänomenal, was da für eine Keramikbeschichtung drauf ist. Also echt Halleluja. Halleluja. Ich hole jetzt mal diese Tortilla da raus, um euch dieses ganze Vergnügen einmal zu zeigen. Ich bin mega, mega begeistert, als wir das vorhin gemacht haben und ich das rausgenommen habe. Ja, ich habe natürlich hier genommen. Und es war fantastisch. Jetzt hole ich mal eben den Teller. So. Normalerweise lege ich das ganze Ding ja nicht auf den Kopf, weil die sieht ja echt lecker und schön aus. Ne? Aber für euch lege ich die jetzt auf den Kopf, damit ihr auch seht, wie die unten geworden ist. Und in dem Teil sind 6 Eier drin. Das klebt normalerweise wie Kleister an der Tapete. Ihr kriegt es eigentlich nicht mehr ab. So, schaut. Erstmal ist die wunderschön geworden. Und zweitens ist das der Rest vom Schützenfest. Ist das nicht genial? Also da ist nichts angeklebt. Da ist gar nichts angeklebt. Und jetzt nehme ich auch noch mal ein Küchentuch. Und mache euch das. Guckt euch das an. Wie geil ist das? Ey. Fantastisch, oder? Fantastisch. Fantastisch. Ich bin da also. Das Ding ist eigentlich sauber. Also ich war wirklich bei meiner Privatbeschichteten schon sehr begeistert. Und ich bin immer noch davon begeistert. Aber hier ist es noch wahnsinniger, muss ich echt sagen. Ich weiß nicht, was für ein Material das ist. Ich weiß nicht, was die gemacht haben. Ich kann auch keinen Langzeittest vorweisen. Ist ja nun mal jetzt neu. Aber es ist toll. Es ist richtig, richtig toll. Und ja, da mal ein großes Lob an Omnia, was die geschaffen haben. Ja, ihr könnt natürlich auch Brot drin backen. Und ihr könnt Kuchen drin backen. Das ist alles möglich. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, braucht man denn bei Kuchen überhaupt noch die Silikonform, wenn der Omnia-Backofen jetzt beschichtet ist, das heißt die Backform beschichtet ist? Ja, der Frage bin ich gerade auf den Grund gegangen und habe für euch 2 Kuchen gebacken. Einmal mit Silikonform in der beschichteten und einmal nur in der beschichteten. Ja, dann holen wir den mal raus. Also beide Kuchen ist der gleiche Teig. Beide waren auf ganz kleiner Flamme. Die Flamme, ich habe ja gleiche Gaskocher, die Flamme war gleich eingestellt. Ich habe jeweils eine neue Kartusche reingemacht und es war immer auf kleiner Flamme, insgesamt 35 Minuten bei beiden. Und jetzt gucken wir uns mal das Ergebnis an, einmal mit der Silikonform. Da brauche ich mir etwas, um meine Hände wieder nicht zu verbrennen. Wo habe ich denn jetzt die Topflappen? Okay, die Topflappen passen unter dem Deckel. Probieren wir mal aus. Ist ganz schön heiß. Ich drehe den erstmal. Ah. Na. Also nach Möglichkeit solltet ihr Kuchen immer ein bisschen abkühlen lassen, damit der ein bisschen Feuchtigkeit hat. Weil ich war mal hier wieder zu schnell, der ist total heiß. Ich zeige euch aber mal wenigstens den Rand, damit ihr das seht. Ich kann ihn jetzt noch nicht rausholen, der ist wirklich hellbraun geworden. Ja, ich kann ihn jetzt echt noch nicht rausholen, aber die Mitte könnt ihr auch noch mal sehen. Dass der wirklich hellbraun geworden ist. Ich muss den da noch ein bisschen drin lassen, damit er sich löst, weil der ist echt noch viel zu heiß. Der ist jetzt gerade echt von der Flamme gekommen. Und jetzt gucken wir mal den anderen. Der muss da jetzt so rausflutschen, weil es ist ja nun mal ein anti-haftbeschichteter. Ja, zum Flutschen fühlt er sich gut an. Und, okay, ich empfehle euch die Silikonform. Ja, ich hoffe, das kann man gut sehen. Der ist wirklich sehr dunkel geworden.
Also für Kuchen empfehle ich euch weiterhin die Silikonform. Ich gucke mal, ob ich den rauskriege. Aber, damit ihr es auch seht, es geht ja um die beschichteten, da ist nichts drin geklebt. Da ist wirklich gar nichts drin geklebt. Der ist ein bisschen feucht unten und mehr ist da gar nicht passiert. Der flutscht wirklich total toll raus. Und das ist für die Anti-Haftbeschichtung natürlich super. Und das erwarten wir ja auch. Ja, das ist echt cool. Schade ist natürlich jetzt, dass der Kuchen so dunkel geworden ist. Das heißt, die Backform wird immer noch sehr, sehr heiß sein für Backwaren. Das heißt eigentlich für Kuchen. Machen nachher noch mal ein Brot da drin, da zeige ich euch das auch. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, denn das habe ich auch noch nicht ausprobiert. Wir machen alles hier zum ersten Mal mit dieser Beschichtung. So, jetzt gucken wir noch mal, ob wir den hier rauskriegen. Oh, der fällt auseinander, der ist ganz, ganz weich. Ja, den muss ich. Der ist ganz weich. Aber ihr seht trotzdem das Ergebnis, der ist wirklich nicht schwarz. Der ist wirklich hell geblieben. Dann müssen wir den mal kurz lassen. Wir gucken mal gleich, dass ich den rausbekomme, wenn er abgekühlt ist und euch den nochmal im Vergleich zeige. Leider ist es hier so, ist die immer noch heiß. Ist es hier so, dass der echt zu dunkel geworden ist. Ja, also ich empfehle euch hier wirklich für Kuchen weiterhin die Silikonform. Das einfach mal kurz zusammengefasst, weil die Backform anscheinend auch mit der Anti-Haftbeschichtung ziemlich heiß wird für Kuchen. Von daher ist die Silikonform tatsächlich noch sehr sinnvoll. So, in der Zwischenzeit habe ich auch den anderen Kuchen tatsächlich rausbekommen. Der ist aber so weich, den kann ich nicht einfach umdrehen. Ich drehe den mal mit dem Gitter um, sodass ihr das wirklich vielleicht sehen könnt, dass der unten echt schön geworden ist. Oh, so geht's. So geht's. So, und nochmal im Vergleich. Der ist jetzt mit der Silikonform und der ist im anti-haftbeschichteten Omnia gemacht worden. So, schön brav bleiben. So. Klar, man kann jetzt sagen, warum lässt du den nicht 2 Minuten eher aus dem Ofen raus? Habe ich geguckt, da war der oben nämlich noch sehr weich. Ich habe den nachher einfach nur noch den Deckel drauf gelassen und die Restwärme genutzt und trotzdem war der halt unten schon ziemlich dunkel. Ist ja nicht so tragisch, denke ich. Man hat ja die Silikonform noch und die herzhaften Sachen gelingen da echt super drin. Ich habe aber noch 2 Omnias hier stehen. Ich habe nämlich noch ein Brot gebacken und ich habe noch Brötchen aufgebacken, weil das sind ja auch so Sachen, die immer wieder gefragt werden. Ach, bevor ich es vergesse, die Silikonform braucht ihr auf jeden Fall auch, wenn ihr Laugengebäck macht, das heißt einen Laugenkranz oder sowas. Macht das bitte nicht hier drin, weil das beschädigt eure Anti-Haftbeschichtung. Laugenkränze oder Laugengebäck und alles, was mit Natron macht, muss immer zwingend mit der Silikonform gemacht werden. Das dürft ihr weder im Unbeschichteten noch im Beschichteten machen, weil es jeweils das Material angreift. Das mal nochmal so als Rundumpaket. Ja, jetzt gucken wir uns mal das Brot an. Das ist auch noch total heiß, der dampft noch. Brot mache ich ja sowieso immer in der Backform selber. Das mache ich ja nie in der Silikonform, weil da immer Feuchtigkeit drin ist. Ihr bekommt auch eine viel knackigere Kruste und der wird unten und an den Seiten auch viel brauner, wenn ihr das ohne Silikonform macht. Und jetzt ist natürlich der Beschichtete da ein Traum, weil ihr den ja nicht mehr einfetten müsst. Und jetzt holen wir den mal raus. Jawohl. Ja. So, richtig gut. Nehmen wir das zweite Ding dazu, weil das ist noch heiß. Wurde richtig, richtig toll. Ich das mal hier hin. Und der geht schon. Aha, der geht schon. So, und hier seht ihr auch, ihr habt wirklich nichts drin, gar nichts. Da ist nur noch Mehl, reines Mehl, was man wirklich einfach ausputzen kann und dann seid ihr schon wieder fertig damit. Ich zeige euch das mal. So, jetzt brauche ich aber dann noch was. So. Jetzt braucht ihr wirklich nur rumgehen und ihr seht, da ist wirklich gar nichts. Da ist nur noch der Rest von dem eingemehlten Brot drin und mehr ist da gar nicht. Ja, traumhaft, traumhaft, traumhaft. Ich bin ja echt so mega begeistert. Ich war schon von der Tortilla begeistert. Die Tortilla übrigens, das Rezept kommt im nächsten Video und da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Klappt mega toll. Ja, mega toll. Jetzt gucken wir uns mal die Brötchen an. So, die Brötchen. Ja, die gehen schon. So, die Brötchen. Wer das Video gesehen hat mit unseren Brötchen, der hat
erfahren, dass ich Brötchen immer mit Silikonform und Aufbackgitter mache. Das hatte den Hintergrund, dass die Backform einfach viel zu heiß für Brötchen ist, die Brötchen immer andocken und dort schwarz werden, so richtig schwarz werden. Deswegen war dieser Vierertest, guckt ihn ruhig mal an, ich verlinke euch das nochmal, nämlich im Endergebnis so, dass ich die Silikonform und das Aufbackgitter benutzt habe. So, und jetzt habe ich das Aufbackgitter benutzt, natürlich mit dieser Alufolie, zeige ich euch gleich, und geht. Das ist das Endergebnis. Die sind toll geworden, die sind richtig toll geworden. Die waren jetzt 18 Minuten auf kleiner Flamme drin, da waren die noch hell. Und ich wollte wissen, wann brennen die denn an, deswegen sind die jetzt ein bisschen dunkler. Ich habe die jetzt 25 Minuten auf kleiner Flamme gelassen. 25 Minuten, macht das mal in einem unbeschichteten mit dem Aufbackgitter. Und ich garantiere euch, ihr habt echt richtig schwarze Brötchen. Hier haben die sogar richtig Farbe angenommen. Ich weiß nicht, ob dieses Schwarze so ein bisschen abstrahlt, keine Ahnung. Aber Brötchen im beschichteten mit dem Aufbackgitter, das geht. Das müsst ihr allerdings, wie ich vorhin schon erwähnt habe, bitte schützen. Dann könnt ihr das Aufbackgitter verwenden, aber da bitte mit Vorsicht genießen. Prüft bitte wirklich immer, ob es keine spitzen Kanten gibt, wenn ihr das macht. Und seid vorsichtig, wenn ihr das einlegt. Ich habe es jetzt auch andersrum eingelegt, das heißt diese Querstreben nicht nach unten, sondern nach oben gelegt, weil ihr habt hier unten weniger spitze Gegenstände, spitze Ecken. Das ist natürlich dann nochmal ein Vorteil. Und wenn ihr das dann vorsichtig einlegt und eure Brötchen drauflegt, dann klappt das echt toll. Toll. Ja, also ich erwähne nochmal, das mit dem Abbinden dieser spitzen Ecken, das ist nur eine Empfehlung. Da gibt es keine Garantie drauf, wenn ihr das macht, und ich übernehme auch keine Haftung für. Und es ist auch nur ein Tipp, der wirklich in unserer Community gegeben wurde. Aber ich finde, ein sehr sinnvoller Tipp, den kann man echt gut umsetzen. Und Brötchen, super. Brötchen werden richtig, richtig gut. So, ja, ich denke mal, ihr habt aus dem Test vielleicht einiges mitnehmen können. Abgesehen von meiner mega Begeisterung für diese beschichtete Form. Ich habe ja vorher auch schon einen Beitrag gebracht über eine Beschichtung, die wir privat gemacht haben. Das war bei der Firma Renotherm. Da war ich auch schon so begeistert von, wirklich, die ist wirklich top. Ich jammer jetzt mal echt auf hohem Niveau. Den einzigen Unterschied, den ich echt festgestellt habe, war die Tatsache, dass die Anti-Haft-Beschichtung von Omnia vielleicht noch zum Schluss ein bisschen sauberer ist. Aber Leute, das ist echt Jammern auf ganz, ganz hohem Niveau. Ich habe ja bei der anderen Beschichtung, die ich privat gemacht habe, da war teilweise halt ein Fettfilm drin, was völlig normal ist und auch nichts Nachteiliges. Hier bei Omnia, da war nur ein bisschen Feuchtigkeit drin. Ich habe keine Ahnung, wo das mit dem Fettfilm hin ist. Ich kann es auch nicht erklären, aber das ist wirklich Jammern auf ganz, ganz hohem Niveau. Beide Beschichtungen sind super. In dem Fall könnt ihr natürlich jetzt bei Omnia die Beschichtung direkt fertig kaufen. Das ist natürlich der Vorteil, den ihr jetzt habt. Ansonsten ja, fasse ich das mal eben zusammen, was wir heute gemacht haben. Wir haben Kuchen gebacken, wir haben eine Tortilla gemacht. Tortilla, ein herzhaftes mit ganz vielen Eiern, und ich konnte sogar die Tortilla drehen. Das heißt, da hat sich nichts rein, gar nichts angeklebt, und das ist genial. Was machen wir jetzt eigentlich mit der ganzen Zeit, die wir jetzt beim Spülen sparen? Füße hochlegen. Ja, Kuchen empfehle ich euch auf jeden Fall die Silikonform. Ja, bitte. Kleine Flamme und es wurde zu dunkel. Dann müsst ihr in den sauren Apfel vielleicht beißen und die Silikonform verwenden. Ansonsten probiert es mal aus, wie es bei euch sich verhält. Die Kocher sind hier alle anders. Ich arbeite ja ständig mit dem Gaskartuschenkocher, was so ein Standard halt ist. Ja, wie gesagt, Kuchen. Ich empfehle euch die Silikonform. Ich würde die Silikonform noch weiter verwenden, ich persönlich. Brot, der ist immer noch warm. Brot wird natürlich richtig, richtig gut. Jetzt braucht ihr nicht mehr einfetten. Das wurde ja auch schon in der normalen Backform perfekt. Und Brötchen, bin ich begeistert. Brötchen wirklich toll. Wenn ihr die jetzt natürlich die 18 Minuten drin lasst und nicht wie ich jetzt 7 Minuten länger, dann bekommt ihr auch richtig tolle Brötchen. Die sind jetzt schon ein bisschen hart, aber es ist nicht tragisch. Wir könnten die jetzt immer noch essen. Also es ist nicht so hart, wo man sagt, da fällt ihr das Gebiss raus. Nee. Ihr sollt bitte daran denken, dass ihr das Aufbackgitter schützt. Das ist jetzt wirklich ein Rohdiamant für die beschichtete Omnia-Form. Vielleicht gibt es hier mal irgendjemand, der Ideen hat, wie man das perfekt
binden kann, sodass es keine Schäden mehr gibt. Vielleicht kommt auch Omnia auf irgendwelche Ideen oder hat schon irgendwelche Ideen entwickelt, die wir noch nicht wissen, und es wird halt geschützt. Das wäre natürlich perfekt für die beschichtete Backform. Die beschichtete Backform ist PDFE oder so frei, das heißt kunststofffrei, die ist kein Teflon, ist aus Keramik. Ja, hat eine sehr lange Lebensdauer, die ist auch lebensmittelgeeignet, ist überall eingetragen in Einzertifikaten, die es haben muss, sowohl in Europa als auch in Amerika. Steht auch drauf auf dem Paket, das ist bestätigt worden. Bitte nicht in die Spülmaschine packen, dann habt ihr auch lange Freude damit, weil sonst, ja, wie gesagt, nicht Spülmaschinen geeignet. Und dann ist sie hin und dann müsst ihr eine neue besorgen. Wollen wir nicht. Deswegen schön handspülen. Was aber kein Problem ist, denn ihr braucht ja eigentlich nur noch ein Zewa und theoretisch habt ihr das eigentlich sauber. Von daher, warum sollte man das in die Spülmaschine geben? Alles, was ihr mit Lauge macht, Natron, bitte niemals weder in die beschichtete noch in die unbeschichtete Form. Das heißt, in diese. Niemals. Immer die Silikonform verwenden, weil beide Formen, beides Material wird von der Lauge angegriffen. Ja, habe ich jetzt noch was vergessen? Ja, ich habe noch was vergessen. Wenn ihr euch den beschichteten zulegt, dann müsst ihr euch auch zwingend die ganze Form besorgen. Das ist nämlich nur als Ergänzung gedacht. Das heißt, ihr braucht auf jeden Fall das Unterteil und den Deckel, um halt die beschichtete Backform zu verwenden. Ja, ansonsten, ich glaube, ich bin durch mit meinem Test. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte rüberbringen, wie genial wirklich diese Idee mit dieser Beschichtung ist, dass es Spaß macht, dass wir wirklich jetzt nicht mehr großartig schruppen müssen, wir müssen nicht mehr einweichen, wir sparen Wasser, wir sparen Zeit. Und den Maxi gibt es nicht beschichtet, ob der kommt, keine Ahnung. Wir kriegen sehr, sehr viele Anfragen gerade. Wir wissen nicht, ob es irgendwie in Planung ist. Aber ihr könnt alternativ euren Maxi privat beschichten lassen. Da kann ich aus eigener Erfahrung die Firma Renotherm empfehlen. Es gibt noch viele andere Firmen, da könnt ihr gerne im Internet nachschauen. Die Maxi-Form beschichten zu lassen, ist mit Sicherheit genauso ein toller Traum, wie halt jetzt das Omnia das gemacht hat. Ja, bitte seht von Anfragen ab für die Maxi-Form. Wir wissen es nicht und wir werden es auch frühestens dann erfahren, wenn er im Handel kommt. Und dann erfahrt ihr es natürlich umgehend und sofort. Aber bis jetzt ist da noch nichts irgendwie verlauten worden. Von daher, ja, wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Ich wünsche euch jetzt noch viel, viel mehr Spaß mit Kochen und Backen in der beschichteten Omnia-Form. Wenn ihr noch Fragen habt dazu, schreibt sie in den Kommentaren. Ich habe vielleicht irgendwas vergessen in meiner Euphorie, in meiner Freude, in meiner Vielfalt. Keine Ahnung. Schreibt es in den Kommentaren. Wir gucken uns das an, wir werden darauf antworten oder schreibt mir eine Nachricht. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Da gibt es dann auch die Tortilla und die ist echt lecker und nichts klebt mehr an. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann.